Hallo Leute, willkommen auf dem offiziellen Oldphone Deutsch-Kanal. Machen Sie sich Sorgen, weil Ihr iPad beim Update-Versuch im Wiederherstellungsmodus hängen geblieben ist? Oder mit iTunes wiederherstellen? Glücklicherweise ist dies ein häufiges Problem, das leicht gelöst werden kann. Der wahrscheinlichste Grund für das Problem ist ein Fehler während des Updates oder ein beschädigtes Update. Dateien. Deshalb haben wir 3 Lösungen, die Ihr Problem lösen werden. Fangen wir ohne viel Umschweife an. Weg 1: Erzwingen Sie einen Neustart Ihres iPad. Drücken Sie dazu die Home- und Power-Taste gleichzeitig, bis das Apple-Logo erscheint. Neustart erzwingen ist eine schnelle Methode, um alle Ihre iOS-Störungen, wie zum Beispiel Software, zu beheben. Oder Update-Probleme. Bei iPad-Varianten, die über keinen Home-Button verfügen, drücken Sie nacheinander die Lauter- und Leiser-Taste und halten schließlich den Power-Button gedrückt, bis das Gerät neu startet. Wenn Sie Glück haben, wird Ihr iPad neu gestartet, aber um ehrlich zu sein, die Wahrscheinlichkeit, dass die Methode 50/50 ist, funktioniert möglicherweise nicht für Sie. Weg 2: Beenden Sie den Wiederherstellungsmodus mit Oldphone iOS System Repair. Bei dieser Methode verwenden wir ein Drittanbieter-Tool namens Oldphone iOS System Repair. Den Download-Link finden Sie in der Beschreibung. Wählen Sie nach der Installation die Funktion Wiederherstellungsmodus aktivieren, deaktivieren auf der Hauptoberfläche aus. Schließen Sie dann Ihr iPad an den Computer an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden, um die Wiederherstellung zu beenden. Modus mit nur einem Klick. Es würde einige Sekunden dauern, bis Ihr iPad neu gestartet wird. Wenn es jedoch nicht neu startet und das Problem weiterhin besteht, liegt der Fehler möglicherweise am System. Käfer. Fahren Sie mit der letzten Methode fort, um das Problem zu beheben. Weg 3: Reparieren Sie das iPad-Betriebssystem mit Oldphone iOS System Repair. Gehen Sie zurück zur Home-Oberfläche von Oldphone iOS System Repair. Stellen Sie sicher, dass Ihr iPad mit dem Computer verbunden bleibt. Klicken Sie dieses Mal direkt auf die Schaltfläche Start. Wie Sie sehen, stehen 2 Reparaturmodi zur Verfügung: Standardreparatur und Tiefenreparatur. Im Allgemeinen kann Standard Repair die meisten Probleme ohne Datenverlust beheben. Wenn dies jedoch fehlschlägt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können es trotzdem mit Deep Repair versuchen, das Ihr Problem definitiv löst, aber auch alle Ihre Daten löscht. Wählen Sie nun Standardreparatur und klicken Sie auf die Schaltfläche Standardreparatur, um fortzufahren. Klicken Sie dann auf. Klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen, um die automatisch angepasste Firmware für Ihr iPad herunterzuladen. Der Download dauert einige Minuten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer während des gesamten Vorgangs mit einem stabilen und zuverlässigen Netzwerk verbunden ist. Sobald die Firmware heruntergeladen ist, klicken Sie auf Standardreparatur starten. Der Reparaturvorgang dauert einige Minuten. Klicken Sie nach der Reparatur auf Fertig. Sie können sehen, dass das iPad jetzt einwandfrei funktioniert. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen und vergesst es nicht, um weitere Inhalte zu liken und zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.